Hört auf, im Himmel nach Wasser zu suchen und nutzt die Gesetze der Physik. Das ist der größte Fehler, den die meisten von euch machen. In Krisenzeiten betet ihr um Regen oder streitet euch um die Supermarktregale. Doch ein wahrer, grauer Mann schweigt. Während alle anderen am Brunnen kämpfen, erntet er literweise Wasser an Orten, die niemand beachtet, aus den unsichtbaren Adern der Stadt. Heute zeige ich euch, wie man selbst am trockensten Sommertag im Großstadtdschungel Deutschlands Wasser aus dem Nichts findet. Vergesst eure Regenschirme. Ich zeige euch, wie ihr Leben aus der Feuchtigkeit in einem Topf, einem Baum im Park und sogar aus dem Auto holt, das heute Morgen auf der Straße geparkt war. Nach diesem Video werdet ihr die Stadt mit ganz anderen Augen sehen. Wenn ihr bereit seid, tauchen wir ein in die Tiefen der Physik unter die Erde zu unsichtbaren Ressourcen. Bevor wir die Datei öffnen, schaut euch unbedingt meine Favoriten an. Die Technik der australischen Aborigines und die Schwammtechnik der Beduinen im letzten Abschnitt. In Zeiten der Inflation sind diese Methoden Gold wert. In diesem Abschnitt lernen Sie die Kraft der Physik und Techniken zur Gewinnung von Feuchtigkeit aus der Atmosphäre kennen. 1. Thermischer Schock. Wassergewinnung aus Bodenfeuchtigkeit. Ein ähnliches Prinzip wie bei der Solardestillation kann genutzt werden, um die Feuchtigkeit in den Baumwurzeln zu nutzen. Die Vorgehensweise ist wie folgt. Wählen Sie große, gesunde Bäume in Stadtparks oder an Straßenrändern, deren Wurzeln bis zum Grundwasser reichen. Legen Sie eine saubere Plastikfolie um den Wurzelbereich des Baumes auf die Erde. Achten Sie darauf, dass die Luft unter der Folie eingeschlossen ist und erzeugen Sie eine Mulde, indem Sie ein Gewicht in die Mitte der Folie legen. Stellen Sie einen Behälter unter die Mulde. Wenn die Sonne den Boden erwärmt, verdunstet die Feuchtigkeit um die Wurzeln, kondensiert unter der Folie und tropft in den Behälter. Diese Methode ist besonders effektiv bei Bäumen, deren Wurzeln tiefliegende Feuchtigkeit erreichen können, insbesondere in heißen und trockenen Perioden. 2. Unsichtbare Wasserquellen in der Stadt. Die Strategie des grauen Mannes. Sie können ganz einfach Wasser aus Quellen im Haus gewinnen, die die meisten Menschen vergessen. Heizkessel, der saubere Teil des Spülkastens, der letzte Rest in den Leitungen. Sie können Wasser diskret mit Regenschirmen oder einfachen Planen, auf Balkonen oder Fensterbänken sammeln, selbst wenn die meisten Menschen kein Wasser haben. In meinem vorherigen Video 400 Liter versteckte Wasserreserve zu Hause habe ich die Verwendung von Kondenswasser aus Klimaanlagen, auch wenn es nicht trinkbar ist, für Hygiene und technische Zwecke erwähnt. Schauen Sie es sich unbedingt an. 3. Die Scheibenwischermethode. Tau von Autoscheiben sammeln. Sie können die dicke Tauschicht, die sich morgens auf den Scheiben geparkter Autos bildet, in Sekundenschnelle mit einem Scheibenwischer auffangen und abfüllen. Sie können den Tagesbedarf an Trinkwasser von 10 Autos gewinnen. Wie funktioniert es? Nach der Abkühlung der Oberflächen. Nachts kühlen die Scheiben und die Metallkarosserien von Fahrzeugen schneller ab als die Luft. Sobald die Kondensation einsetzt, durch den Kontakt mit der kühlen Oberfläche kondensiert der Wasserdampf in der Luft zu Tautropfen. Schnelles Sammeln. Diese Tropfen lassen sich mit einem einfachen Abzieher schnell an einer Stelle auffangen. Anwendung. Stadtgebiet. Achten Sie auf den richtigen Zeitpunkt. Am effektivsten ist es in den kühlen Stunden kurz vor oder nach Sonnenaufgang. Fahrzeugauswahl. Suchen Sie nach Fahrzeugen auf Parkplätzen oder am Straßenrand. Fahrzeuge mit einer dicken Tauschicht auf der Windschutzscheibe eignen sich besonders gut. Wassergewinnung. Ziehen Sie mit einem sauberen Abzieher oder einem ähnlichen Werkzeug, zum Beispiel einem Plastikspatel oder einer Karte, das Wasser von der Scheibe in eine Richtung nach unten ab. Fangen Sie das abtropfende Wasser in einem sauberen Behälter oder einer Flasche auf. Ergebnis: Mit dieser Methode können Sie in kurzer Zeit genügend Wasser von mehreren Fahrzeugen sammeln, um Ihren täglichen Trinkwasserbedarf zu decken. Es wird jedoch empfohlen, dieses Wasser vor dem Trinken abzukochen oder zu filtern, da sich Staub und Schmutz von der Glasoberfläche mit dem Wasser vermischt haben könnten. 4. Taufänger. Luftvermischung mit einem Nebelgitter. Nebel oder hohe Luftfeuchtigkeit lassen sich durch ein feinmaschiges Gewebe effektiv auffangen und in Wasser umwandeln. Funktionsweise: Feuchtigkeitsaufnahme. Wenn ein leichter Luftstrom, zum Beispiel eine Brise, durch das feinmaschige Gewebe strömt, haften die Wassertropfen an den Fasern. Kondensation und Schwerkraft. Die anhaftenden Tropfen verbinden sich zu größeren Tropfen und fließen aufgrund der Schwerkraft nach unten. Auffangen. Das aufgefangene Wasser wird in einer Rinne gesammelt und von dort in einen Tank oder Behälter umgefüllt. Anwendung in der Stadt. Das Material sollte feinmaschig sein, zum Beispiel Fliegengitter, Tüllvorhang oder speziell dafür hergestelltes Gewebe. Installation.
Das Gewebe wird senkrecht auf einem Balkon, vor einem Fenster oder an einem windigen Ort auf dem Dach gespannt. Bringen Sie unten eine Rinne, ein zugeschnittenes Stück Kunststoffrohr oder eine Regenrinne an, damit das Wasser ablaufen kann. Aufbewahrungshinweise: Befestigen Sie das Ende des Ausgusses an einer Flasche oder einem Eimer. Bei der Wassergewinnung: Diese Methode funktioniert am besten in den frühen Morgenstunden, wenn die Luftfeuchtigkeit am höchsten ist. Sie ist besonders effektiv an nebligen Tagen oder in Gebieten mit kühlen Nächten. In den meisten Teilen Deutschlands bildet sich morgens häufig Tau. Bei ausreichend großer Oberfläche können mehrere Liter Wasser pro Tag gesammelt werden. 5. Detaillierter Solardestillierapparat. Nutzung der Luftfeuchtigkeit mit der Topfmethode. Diese Methode wandelt die Feuchtigkeit der Erde und die Transpiration von Pflanzen in Töpfen oder Zimmerpflanzen in eine Wasserquelle um. Wie funktioniert es? Sonnenlicht dringt durch die transparente Kunststofffolie und erwärmt Erde und Pflanze. Das Wasser in der erwärmten Erde und die Feuchtigkeit aus der Transpiration der Pflanzen verdunsten. Der aufsteigende Wasserdampf trifft auf die kühlere Innenfläche der transparenten Kunststoffabdeckung. Aufgrund des Temperaturunterschieds zwischen Luft und Oberfläche kondensiert der Dampf und bildet Wassertropfen. Die Tröpfchen gleiten an der schrägen Plastikabdeckung herab und tropfen in den Auffangbehälter in der Mitte. Anwendungshinweise: Stadtanwendung: Wählen Sie gesunde Topfpflanzen mit vielen Blättern, zum Beispiel Gummibäume und Elefantenohren, die in Deutschland häufig in Wohnungen zu finden sind. Stülpen Sie einen großen, transparenten, sauberen und luftdichten Beutel, zum Beispiel einen großen, durchsichtigen Müllbeutel, über die Pflanze, inklusive Topf. Befestigen Sie den Beutel am Topfboden oder am Boden, inklusive Topf. Es ist sehr wichtig, dass keine Luft von außen eindringen kann. Damit die an der Innenseite des Beutels haftenden Tröpfchen sich an einem Punkt sammeln, legen Sie einen kleinen Stein oder ein Gewicht oben in die Mitte auf den Beutel, um eine Mulde zu erzeugen. Stellen Sie den Topf an einen sonnigen Platz, Balkon, Fensterbank. Lassen Sie das Wasser im Destilliergerät tagsüber in ein Glas oder einen Behälter laufen. Mit dieser Methode erhalten Sie etwa ein Glas sauberes, destilliertes Wasser pro Tag. 6. Kondenswassergewinnung durch Betonverdichtung. Beton speichert Kälte über Nacht länger und bietet dadurch eine ideale Oberfläche für Kondenswasserbildung. Anwendungsschritte: Die Methode ist am effektivsten, wenn es nachts kühl und morgens warm ist. Breiten Sie nachts eine saubere, transparente Plastikfolie oder Plane über dem Beton auf dem Balkon, der Terrasse oder einer anderen Betonfläche im Außenbereich Ihres Hauses aus. Beschweren Sie die Ränder, damit die Luft unter der Folie eingeschlossen wird. Am frühen Morgen bilden sich unter der Folie Kondenswassertropfen auf der Betonoberfläche. Wischen Sie diese mit einem Schwamm oder einem sauberen Tuch ab und drücken Sie das Wasser in einen Eimer oder ziehen Sie es mit einem Abzieher ab. Dank der großen Betonoberfläche lässt sich mit dieser Methode eine beträchtliche Menge Wasser gewinnen. In diesem Abschnitt lernen Sie traditionelle und kulturell bewährte Techniken kennen. 1. Dochtbewässerung: Wassergewinnung aus Faserpflanzen. Eine altägyptische und persische Technik. In Deutschland kann man Wasser aus großblättrigen Pflanzen mit wassergefüllten Stängeln, wie zum Beispiel wildem Rhabarber oder einigen Riesengräsern, gewinnen, ohne sie zu schädigen. Stecken Sie ein Ende eines Baumwollfadens oder eines Stücks Stoff in den Stängel der Pflanze oder wickeln Sie ihn fest darum und stecken Sie das andere Ende in eine Flasche, die tiefer als die Pflanze steht. Warum ist das sinnvoll? Dank der Kapillarwirkung zieht die Pflanze Wasser aus dem Boden und transportiert es durch den Faden in ihre Flasche. Das ist wie Melken der Pflanze. Selbst wenn jemand bemerkt, dass ein Faden an einer Pflanze befestigt ist, wird er nicht verstehen, was sie tun. Allerdings liefert nicht jede Pflanze trinkbares Wasser. Pflanzen mit giftigem Saft, wie zum Beispiel Wolfsmilch, sollten vermieden werden. 2. Transpirationsbeutel. Eine australische Technik der Ureinwohner Deutschlands. Eichen- und Buchenwälder eignen sich hervorragend für diese Methode. Regen ist nicht nötig, der Baum bezieht sein Wasser bereits aus mehreren Metern Tiefe. Stülpen Sie einen großen, durchsichtigen Plastiksack über das Ende eines sonnigen Astes und verschließen Sie ihn luftdicht. Legen Sie einen kleinen Stein in eine Ecke des Sacks, damit sich dort das Wasser sammelt. Warum ist das sinnvoll? Wenn die Sonne den Zweig erwärmt, schwitzen die Blätter. Dieser Wasserdampf trifft auf den Beutel und kondensiert. Verpackt man einige Zweige auf diese Weise, erhält man täglich 1 bis 2 Liter reines Wasser, allein mit Sonnenenergie. Und das Ganze ist völlig unsichtbar. 3. Luftbrunnen. Eine altgriechische und ukrainische Technik.
Diese Technik nutzt den Temperaturunterschied zwischen Steinhaufen, um Luft in Wasser zu verwandeln. Man füllt einen Eimer oder eine Grube mit Kieselsteinen. Der Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht erzeugt eine Mikrokondensation zwischen den Steinen. Warum ist das sinnvoll? In den felsigen Parks oder auf Baustellen in Deutschland kann man das Wasser, das sich am Boden sammelt, mit einem kleinen Schlauch ableiten, den man in einen Eimer mit Steinen stellt. Ganz von selbst produzieren die Gesetze der Physik Wasser. 4. Schwammernte, eine Beduinenmethode. Diese Methode, die in der Wüste im Morgengrauen angewendet wird, erzielt in den weitläufigen Grasflächen, Parks Deutschlands erstaunliche Ergebnisse. Ziehen Sie im Morgengrauen, noch vor Sonnenaufgang, einen sauberen, saugfähigen Schwamm oder ein Baumwolltuch über die Wiese. Sobald der Schwamm vollgesogen ist, bringen Sie ihn in einen Behälter aus. Warum ist das clever? Allein von 100 Quadratmetern Rasenfläche lassen sich an einem einzigen Morgen 3 bis 5 Liter Wasser sammeln. Dieses Wasser ist relativ sauber, da es direkt aus der Luft und nicht aus dem Boden stammt. 5. Kondensationskamin, moderne Stadttechnologie. Dies ist eine Methode, die Lüftungsöffnungen von Gebäuden zu nutzen. Eine kalte Metallplatte oder Kunststoffoberfläche wird schräg über den Lüftungsgittern großer Gebäude oder U-Bahnen angebracht, wo die warme Innenluft auf die kalte Außenluft trifft. Warum ist das clever? Die Feuchtigkeit aus Atem und Schweiß der Menschen im Inneren kondensiert schnell zu Wasser, sobald sie auf diese Oberfläche trifft. Besonders im Winter in Deutschland gleichen die feuchten Lüftungsöffnungen an den Außenseiten von Gebäuden regelrechten Springbrunnen. In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über Infrastruktur und versteckte Wasserreserven in Gebäuden. Thermosiphon und Boilertanks. Jede Wohnung verfügt über einen an der Wand hängenden Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 40 bis 100 Litern. Schließt man das Einlassventil und öffnet den Ablasshahn, steht sauberes Wasser für mehrere Tage zur Verfügung. Dachspeicher in Hochhäusern. Ältere Hochhäuser besitzen große, durch Schwerkraft betriebene Speicher auf ihren Dächern. Niemand schaut nach oben. Alle suchen unten nach Wasser. Spülkästen in der Toilette. Solange die Spülung nicht betätigt wurde, handelt es sich im Spülkasten um sauberes Leitungswasser. Es ist trinkbar, sofern keine blaue Reinigungstablette entfernt wurde. Heizkörper und Heizkörperwasser. Das Wasser im Heizsystem ist nicht trinkbar, aber unentbehrlich für die Toilettenreinigung oder industrielle Reinigungszwecke. Heizkörperwasser ist giftig. Niemals trinken oder mit Lebensmitteln in Berührung bringen, nur zur Toilettenreinigung verwenden. Brandschutzsysteme in Gebäuden. In den Feuerlöschanlagen in den Fluren der Wohnhäuser befinden sich große Mengen unter Druck stehenden Wassers. Aufzugsschächte. In den Aufzugsschächten vieler Gebäude sammelt sich Grundwasser. Es ist meist verschmutzt und ölig, aber destilliert ist es eine unerschöpfliche Quelle. Tiefgaragenabflüsse. Hier sammelt sich Sickerwasser. Sie können dieses Wasser mit einem Schwamm aufsaugen und in einen Eimer auspressen. Dieser Abschnitt stellt Ressourcen vor, die in der Ästhetik der Stadt verborgen liegen. Filtersysteme von Zierteichen. Selbst wenn der Teich geleert wird, verbleiben hunderte Liter Wasser in den riesigen Filtertanks. Vergessen Sie diesen Schatz nicht. Abläufe von Klimaanlagen, Außengeräten. In feuchten Städten ist das Wasser, das aus den Klimaanlagenleitungen fließt, quasi kostenloses, destilliertes Wasser. Details dazu finden Sie in meinen vorherigen Wasservideos. Friedhofsbewässerung. Friedhöfe in Stadtzentren verfügen in der Regel über eigene Brunnen oder große Wassertanks. Niemand denkt daran, den Friedhof zu besuchen. Friedhöfe sind ruhig und haben meist eine eigene Wasserleitung. Baugruben. Das Wasser in den Baugruben ist die größte offene Wasserquelle der Stadt. Es muss durch einen Sandfilter geleitet werden. Kühltürme verlassener Fabriken. Riesige Wasserrecyclingtanks sind in Industriegebieten versteckt. In Krisenzeiten geraten diese Orte in Panik schnell in Vergessenheit. In diesem Abschnitt geht es um die Taktik des Grauen Mannes. Wasser transportieren, ohne Aufsehen zu erregen. Wasser zu transportieren ist genauso riskant wie es zu sammeln. In Zeiten des Chaos mit einem 19 Liter Wasserkanister in der Hand herumzulaufen, ist, als würde man rufen, überfallt mich. Mit einem Rollkoffer transportieren Sie Wasser in weichen Trinkblasen in Ihrem Koffer, um den Eindruck zu erwecken, Sie seien auf Reisen. Verstecken im Rucksack. Packen Sie 5 Liter Plastikflaschen in Ihren Rucksack, um von außen wie ein Student oder Arbeiter auszusehen. Müllsacktarnung. Wenn Sie Wasserbehälter in schwarzen Müllsäcken transportieren, denken die Leute, sie hätten Müll dabei, nicht etwas Wertvolles. Dieser Abschnitt behandelt Reinigung und Überleben. Sonnenbasierte Desinfektion, SODIS. Stellen Sie Plastikflaschen für 6 Stunden an einen sonnigen Platz auf dem Dach. UV-Strahlen eliminieren biologische Gefahrenstoffe.
Kaffeefilter und Aktivkohle. Der einfachste, aber effektivste Stadtfilter. Aktivkohle, nicht reaktiviert, sondern normale Holzkohle, entfernt Schwermetalle und Gerüche. Anmerkung des Kommissars: Die Stadt ist keine Wüste. Sie ist es nur für diejenigen, die nicht wissen, wo die Ventile versteckt sind. Der wahre graue Mann ist derjenige, der seine Feldflasche nicht mitten in der Menge füllt, sondern am Feuerwehrschlauch in jenem Keller, den niemand betritt. Dieser Abschnitt enthält die wichtigsten Informationen. Hören Sie gut zu. Erstens, Kondensatorjäger, Wäschetrockner. Wenn Sie kurz vor einem Stromausfall noch Geräte in Betrieb haben, schütten Sie nicht das Wasser aus dem Wassertank des Trockners. Dieses Wasser ist reines destilliertes Wasser, das von der Wäsche verdunstet. Heben Sie es für den Notfall auf, nicht zum Bügeln. Zweitens, öffentliche Brunnen. Friedhofsstrategie. In Deutschland hat jeder Friedhof Wasserpumpen oder Brunnen. Wenn in der Innenstadt das Wasser abgestellt wird, denkt niemand daran, zum Friedhof zu gehen. Friedhöfe sind ruhig und haben in der Regel eine eigene Wasserleitung. Drittens, Dürrealarm. Die letzten 60 Sekunden vor dem Wasserausfall. Wenn der Strom ausfällt, stoppt die Wasserversorgung nicht sofort. Der Druck in den Leitungen sorgt noch für 15 bis 20 Minuten dafür, dass Sie ausreichend Wasser haben. Bewahren Sie jetzt Ruhe. Beginnen Sie sofort, die Badewanne zu füllen. Eine Badewanne fasst durchschnittlich 150 bis 180 Liter Wasser. Das entspricht dem Wasservorrat einer Familie für 2 Wochen. Meine Freunde, was ich euch jetzt erzähle, ist kein Hobby, sondern eine Notwendigkeit. Die Stadt will euch schwach halten, während sie euch alles vorgefertigt anbietet. Aber wir sind die grauen Männer. Während alle anderen auf fließendes Wasser warten, schnappen wir uns unser Leben aus einem Autofenster, von einem Ast oder einem Feuerwehrrohr im Keller. Speichert diese Datei, teilt sie, aber am wichtigsten, übt diese Techniken in einem Topf auf eurem Balkon, solange ihr noch Zeit habt. Nur das Muskelgedächtnis kann euch in einer Krise retten. Wir sehen uns in der nächsten Datei. Der Kommissar ist da draußen, haltet die Augen offen.